Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal wieder ein paar Bücher. Ist schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben und habe euch ein paar Neuheiten mitgebracht und auch ein paar englische Bücher. Ich habe ja hier in Norwegen ein bisschen das Problem, dass ich nicht so gut an deutsche Bücher rankomme, außer über meinen E-Book-Reader. Aber eins von den englischen Büchern weiß ich, dass es das auch auf Deutsch gibt. Ich verlinke euch alle Bücher wieder unten in der Infobox. Legen wir los. Also, das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von einer norwegischen Autorin und gerade im letzten Monat neu erschienen. Und es heißt Und Großvater atmet mit den Wellen. Es ist von Trude Teige. Und ich habe euch in einem anderen Buchvideo schon mal den praktisch ersten Band dieser Reihe vorgestellt. Es ist keine Reihe, aber es ist eben eine Familiengeschichte. Es geht um die Großeltern von June. Im ersten Band, als Großmutter im Regen tanzte, geht es eben um ihre Großmutter. Und im zweiten Band jetzt geht es um den Großvater. Beide Bücher sind völlig unabhängig voneinander lesbar. Es geht aber eben um die Familiengeschichte dieser beiden Großeltern während des Zweiten Weltkriegs. Also es ist keine einfache Kost. Ich finde, die Titel sind so ein bisschen beschönigend, will ich mal sagen. Vielleicht nicht so ganz optimal gewählt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Letztendlich ist es so, in dem aktuellen Buch geht es eben, wie gesagt, um den Großvater, der zu See fährt im Indischen Ozean während des Zweiten Weltkriegs. Sie werden von Japanern angegriffen und er landet letztendlich auf der Insel Java, wo er dann in ein Lager gebracht wird. Er lernt in einem Krankenhaus vorher eine Krankenschwester kennen, in die er sich verliebt, und diese Krankenschwester, diese Geschichte von ihr und ihrer Familie wird parallel erzählt, landet eben auch in einem der Lager der Japaner, und das Buch ist schon im Großen und Ganzen erzählt ja in diesen Lagern, und das ist natürlich eine schwere Kost, weil es eben sehr, sehr ähnlich zu den Konzentrationslagern in Deutschland und Polen war. Das, was die Japaner da veranstaltet haben. Es ist ein Teil der Geschichte, die mir persönlich nicht so ganz bekannt war. Deswegen finde ich es sehr gut, dass sie in diesem Buch aufgenommen wird. Und letztendlich zieht sich eben die ganze Lebensgeschichte dieses Großvaters als jungen Mann in diesem Buch fort, und man bekommt dann eben, man weiß dann praktisch die Hintergründe, warum er dann als Großvater sich so und so verhalten hat. Also Trude Teige ist eine sehr, sehr gute Erzählerin. Man kann das Buch wunderbar in einem Rutsch lesen. Eine Triggerwarnung ist in dem Buch auch enthalten, zum Glück, denn es geht hier eben auch um sexuelle Gewalt, um Gewalt an sich natürlich, also Krieg, Konzentrationslager, all diese Themen spielen eine große Rolle, und es ist eben wirklich nicht leicht zu lesen. Das muss man vorher wissen, wenn man diese Bücher sich holt und sie lesen will, aber eben sehr, sehr gut erzählt. Und ja, ich bin eben der Meinung, es ist immer noch oder gerade wieder extrem wichtig, auch sich die alten historischen Sachen mal genauer zu Gemüte zu führen, damit eben solche Sachen nie wieder passieren können. Das nächste Buch, was ich habe, ist auch im letzten Monat erschienen. Es ist von Mary Beth Keeney und heißt 7 Tage einer Ehe. Es geht um Malcolm und Jess, die sich quasi im College kennengelernt haben und relativ früh geheiratet haben. Und es geht darum, wie sie sich in ihrer Ehe mehr und mehr verloren haben. Was ich total gut finde an diesem Buch ist, dass es kein Ungleichgewicht in den Charakteren gibt. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf der Seite der Frau steht und sagt, ja, ja gut, der ist halt irgendwie ein Arsch und deswegen ist das passiert, sondern man bekommt eine ziemliche Tiefe in die Denkweise beider Figuren. Man sieht, wie die beide mit ihrem Leben strugglen, an welchen Punkten sie sich verloren haben, ja, und wie sie dann eben mit dieser zunächst gescheiterten Beziehung umgehen, vor allem weil sie sich eben auch noch begegnen, weil sie in einem relativ kleinen Ort zusammenleben. Und das ist schon eine sehr gut erzählte Geschichte. Die ist für den Leser insofern spannend, weil es eben nicht dieses Gut und Böse gibt und man eigentlich immer nicht weiß, finden die beiden sich wieder oder bleibt es eben ein offenes Ende. Und mir hat es eben sehr gut gefallen, das Buch, weil es ziemlich gut so eine erwachsene Sicht auf Beziehungen zeigt, wie schnell es passieren kann, dass man sich verlieren kann in einer Beziehung, obwohl die Liebe eigentlich da ist. Und ja, hier auch eine Triggerwarnung, es geht hier um einen Kinderwunsch, der nicht erfüllt wird.
um Fehlgeburt geht es auch. Ja, also das ist schon auch ein schweres Thema und ein Thema, wo sich eben viele Paare verlieren können. Und das ist in diesem Buch aber sehr gut erzählt. Ich mochte das sehr gerne. Wie gesagt, auch jetzt kein wahnsinnig leichter Lesestoff, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt. Also mir geht es immer darum, gute Geschichten zu hören, eine gute Erzählweise zu haben. Und das Buch kann ich also auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann habe ich ein Buch, was mir so unter das Thema Sachbücher fällt. Und das habe ich jetzt hier auch wieder quasi haptisch in der Hand. Und das heißt Good Inside von Dr. Becky Kennedy. Sie ist Psychologin und im Grunde genommen ist es so eine Art Erziehungsratgeber. Ich finde aber, dass man es sehr, sehr gut lesen kann, weil meine Kinder sind ja jetzt schon relativ groß und halb erwachsen. Da ist es jetzt mit der Erziehung nicht mehr so viel rauszuholen. Aber ich finde, man kann es sehr, sehr gut lesen, auch um seine eigenen Themen besser zu verstehen. Also hier geht es zum Beispiel in einem Kapitel um das Thema Glücklichsein und Resilienz. Also dass wir als Eltern ja oft oder eben auch vielleicht so erzogen wurden, bestenfalls, dass die Eltern wollen, dass man glücklich ist. Also dass nichts Schlimmes passiert, dass man ein glückliches Leben hat und alles das machen kann, was man sich erhofft. Und sie geht jetzt zum Beispiel unter anderem hier drauf ein, wie gefährlich in Anführungsstrichen das sein kann, weil es darum geht, nicht alle Gefühle, die man in seinem Leben oder in seinem Alltag hat, zu integrieren. Also es ist eben nicht so, dass man immer nur glücklich ist und vor diesem Glück, was steht eigentlich vor diesem Glück? Vor diesem Glück steht erstmal überhaupt in einer sicheren Situation sich zu befinden und dann zu gucken, dass man die Kinder auch in ihrem Schmerz beispielsweise abholt und den auch zulässt und ihn nicht wegmachen will, was man instinktiv natürlich macht, wenn einer hinfällt und sagt, ach, nicht so schlimm und so, ja. Aber dass es eben auch darum geht, diese Gefühle zu erleben und zu integrieren und zu verstehen, dass die eben zu einem Lebensweg dazugehören. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Aspekt aus dem Buch, aber damit will ich verdeutlichen, dass es eben ein sehr interessantes Thema ist, was man auch als Erwachsener für sich selbst hinterfragen kann, also auch in dieser ewigen Suche nach dem Glück und was ja auch in den sozialen Medien oft Thema ist, dieses, ja, dein bestes Selbst und dann bist du glücklich und so weiter und das Glück eben auch nur ein Aspekt des Lebens ist und nicht nur das hehre Ziel und wenn du es nicht erreichst, bist du halt ein Versager, mal ganz auf spitz gesagt, ja, sondern dass es hier eben um die Integration verschiedener Gefühle geht. Nochmal, das ist nur ein Thema in diesem Buch, aber es gibt es auch auf Deutsch. Ich habe es jetzt hier in Englisch gelesen und ich finde, dass man hier sehr viele, sehr gute Denkanstöße bekommt, wenn man selber jetzt Kinder hat sowieso, aber eben auch für sein eigenes Leben und auch den Rückblick auf die eigene Erziehung vielleicht. Es ist sehr gut geschrieben, es ist also nicht irgendwie sehr wissenschaftlich geschrieben. Die Kapitel sind auch recht kurz, was angenehm ist zum Lesen. Und ja, also das ist auch eine große Sachbuchempfehlung, Good Inside. Dann habe ich noch mal was mehr so in die Richtung Spiritualität und ja, Esoterik, weiß ich nicht, reingeht. Und zwar ist von Kirsty Gallagher ein neuer Band rausgekommen und der heißt The Goddess Path. Die Bücher gibt es jetzt tatsächlich nur auf Englisch, das heißt 13 Schritte, um dein bestes, intuitives und authentisches Selbst zu werden. Ich habe damit jetzt gerade erst angefangen, kann noch nicht so sehr viel dazu sagen, finde es aber ganz spannend, weil sie hier auch auf Themen eingeht, wie beispielsweise, sagen wir jetzt mal der Freitag der 13., wo kommt das eigentlich her, dass man damit das Unglück verbindet, was haben nordische Gottheiten und die katholische Kirche damit zu tun. Also es gibt so ein paar kleine Ausflüge. Ja, ich bin gespannt auf das Buch. Ich finde schon das Cover sehr, sehr schön. Ich mag sie persönlich sehr gerne. Sie hat auch einen guten Instagram-Account. Deswegen habe ich auch ihre anderen Bücher. Die würde ich jetzt hier gerade mal zur Ergänzung vorstellen. Und zwar sind es einmal Lunar Living. Da geht es jetzt komplett um das Thema, mit den Mondphasen zu leben. Dann gibt es Crystals for Self-Care, da geht es jetzt um die ganzen Kristalle, Heilsteine und so weiter. Und das, was im letzten Jahr erschienen ist und was ich auch sehr mag, ist das Sacred Seasons. Hier geht es vor allem darum,
wie man mehr im Einklang mit der Natur leben kann, mit den Jahreszeiten, was das auch für einen bedeutet, wenn es vom Winter in den Frühling geht. Was man jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen merkt, also wir merken es hier zumindest jetzt gerade, weil das Wetter immer noch relativ schlecht ist und jetzt vorgestern hat es hier gerade wieder ganz viel geschneit. Ja, dass man jetzt aus dieser Winterphase eigentlich raus möchte und jetzt wieder das Blühende sehen will und wieder in so eine Aufbruchsstimmung kommen will. Und solche Themen wird eben in diesem Buch drauf eingegangen. Die Bücher sind alle sehr, sehr schön auch gemacht. Also sie haben kurze Kapitel. Sie haben dann hier auch immer so jetzt hier Anregungen zum Journaling oder ja, dann eben ganz viele verschiedene Themen, mit denen man sowas begegnen kann, mit Meditation, mit Heilsteinen wiederum oder ja. Also ich mag diese Sachen sehr, sehr gerne, weil sie so ein bisschen eine kleine Hilfestellung im Alltag sein können und man sich da eben auf eine liebenswerte Art und Weise fortbilden kann und eben da das eine oder andere mitnehmen kann. Also die mag ich eben sehr gerne. Und jetzt The Goddess Path ist jetzt eben das ganz aktuell erschienene Buch. Da geht es eben um die Ermutigung, insbesondere von Frauen, aber eben auch von Männern, die sich auf den Weg machen, mehr in die eigene Intuition zu kommen. Und ja, ich freue mich jetzt, das zu lesen, aber ich habe schon angefangen und finde es schon wieder ziemlich gut. Das kann ich hier schon mal empfehlen. Und das Letzte, was ich euch vorstellen will, ist jetzt nochmal eine, ja, man kann schon sagen, Buchreihe, die wirklich was fürs Herz ist und die sehr entspannt und leicht zu lesen ist und die ich immer ganz gerne mal einstreue, so wirklich zur kompletten Entspannung. Und zwar ist das jetzt das neueste Buch von Julie Kaplan und das heißt Das kleine Weingut in Frankreich. Und vielleicht kennt der ein oder andere die Bücher von Julie Kaplan. Also sie hat immer diese länderspezifischen Sachen. Die Geschichten sind also meistens schon sehr ähnlich aufgebaut. Irgendjemand kommt wohin, verliebt sich und so weiter. Das ist jetzt nicht wahnsinnig einfallsreich oder ja, sehr unterschiedlich, aber es ist eben ein wirklich guter Feel-Good-Roman, immer wieder. Und das Schöne ist, dass eben darin ganz viele Sachen der Region vorgestellt wird. Also jetzt spielt es eben faktisch in Frankreich, es geht um die Champagnerherstellung, es geht um die Kultur in Frankreich, um das Essen, es geht ein bisschen um Paris. Also man macht immer so eine ganz kleine Reise mit den Figuren. Es gibt auch das kleine Café in Kopenhagen beispielsweise, es gibt ein Band über Island, es gibt Italien. Also ich glaube, sie hat mittlerweile schon fast alle europäischen Länder mehr oder weniger durch. Ja, und das ist eben sehr nett und oft tauchen eben Figuren aus einem der vorherigen Bände jetzt wieder als Haupt- oder Nebenperson in einem neuen Band auf, was ich auch mag. Ja, und diese Bücher sind eben sehr leicht zu lesen, hinterlässt immer ein wirklich gutes Gefühl, es ist entspannt und man hat wie so eine kleine Urlaubsreise gemacht. Also deswegen kann ich diese Bücher auch sehr empfehlen, wenn man wirklich was Leichtes lesen möchte und sich nicht groß anstrengen möchte, kann ich also die ganzen Bände von Julie Campbell sehr empfehlen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt das ein oder andere Buch vielleicht für euch mitgenommen, was ihr gerne lesen wollt. Ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr noch eine gute Buchempfehlung habt, vielleicht auch von irgendwas Aktuellem, weil ich jetzt hier so ein bisschen abgeschnitten bin vom deutschen Literaturmarkt. Ich bin jetzt ein bisschen mehr auf die englischen Bücher umgestiegen. Ich freue mich natürlich auch immer auf jede Empfehlung, die von euch kommt. Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.